Hallo liebe Zuschauer. Eine magere Mutterhündin namens Lisa bemühte sich, ihre 6 kostbaren Welpen zu beschützen. Ihre Welt war eine Welt der Knappheit, in der die ganze Kraft der Mutter darauf verwendet wurde, ihre Kleinen zu ernähren. Eines Tages, wie es das Schicksal wollte, bemerkte eine freundliche Seele die verzweifelte Bitte in Lisas Augen. Unter Tränen flehte sie Passanten an, ihren Welpen zu helfen, aber die eiligen Schritte übertönten ihre Schreie. Unbeirrt blieb Lisa standhaft, eine stille Wächterin, während die Welt ihre Bitte weiterhin ignorierte. Es war ein Tag, an dem Mitgefühl die Gefühllosigkeit durchbrach. Der Fremde, bewegt von dem Anblick, näherte sich vorsichtig und bot eine Mahlzeit an, die das Leben von Lisa und ihren Welpen für immer verändern würde. Die verängstigte und unsichere Hundemutter blieb auf Distanz und beobachtete jede Bewegung mit wachsamen Augen. Der Duft des Essens zog sie jedoch schließlich in die Nähe. Als die Welpen ihre erste befriedigende Mahlzeit ohne Angst vor der Konkurrenz durch größere Hunde verschlangen, stand Lisa in der Nähe, ihre Augen füllten sich mit einer Mischung aus Angst und Hoffnung. Mit jedem Moment, der verging, spürte sie die echte Absicht des Fremden, der nur helfen wollte. Der Fremde konnte die Tränen nicht zurückhalten, als sie die Verletzlichkeit in diesen kleinen Augen sahen, Augen, die von einem verzweifelten Bedürfnis nach Hilfe sprachen. Entschlossen, ihr Schicksal zu ändern, nannte der Fremde Lisa und ihre 6 Welpen und schwor, sie in ein besseres Leben zu führen. Ein Besuch beim Tierarzt enthüllte die harte Realität ihres Zustands. Die Welpen riefen verwirrt und verängstigt nach ihrer Mutter und verstanden die plötzliche Veränderung nicht. »Mach dir keine Sorgen, deine Mutter sitzt im vorderen Auto«, beruhigte der Fremde sie. Tests wurden durchgeführt und Behandlungen verabreicht. Die Welpen wurden entwurmt und Lisa, erschöpft und schwach, erhielt dringend benötigte Flüssigkeiten. Die Tierarztpraxis wurde zu einem Zufluchtsort, der Wärme, Sicherheit und Nahrung bot. Als Lisa den Geschmack köstlichen Essens genoss und sich auf einem warmen Bett ausruhte, spiegelten ihre Augen eine neue Emotion wider: Dankbarkeit. Sie hätte nie gedacht, dass ein so sicheres Leben möglich ist. Das Schicksal hatte einen Wandteppich gewebt, der diese unwahrscheinliche Familie zusammenbrachte. Der Fremde, jetzt ein Teil ihres Lebens, sah Lisa und ihre Welpen mit immenser Dankbarkeit für die Gelegenheit an, etwas zu bewirken. Freunde, unterstützt meinen kleinen Kanal mit Likes und Abonnements. Danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns in den nächsten Ausgaben auf dem Kanal über unsere Lieblingstiere. Hallo Freunde. Helga und Conor kennen sich seit vielen Jahren. Ihre Freundschaft begann schnell, sie teilten ihre Träume, Geheimnisse und Erinnerungen. Mit der Zeit begann Helga, tiefere Gefühle für Conor zu empfinden. Sie hoffte, dass er es eines Tages wagen würde, ihr ein Angebot zu machen. Aber Conor blieb unentschlossen, was Helga verwirrte. Sie hatte das Gefühl, dass etwas ihn zurückhält. Helga vermutete, dass es ein Fluffy war, eine britische Katze, die Conors Liebling wurde und ihm unerbittlich folgte. Die Anwesenheit einer Katze störte oft ihre persönlichen Momente. Die Fuzzi drehte sich ständig zu Conors Füßen und erregte mit ihrem Miauen Aufmerksamkeit. Helga begann sich wegen der Katze zu ärgern und glaubte, dass sie Conor daran hinderte, ein Angebot zu machen. Enttäuscht beschloss sie, die Fuzzi dem örtlichen Tierheim zu überlassen, in der Hoffnung, dass dies ihnen helfen würde, mit Conor zusammen zu sein. Es kam der Tag, an dem Helga erwartete, dass Conor ihr ein Angebot machen würde. Sie machte sich Sorgen, als sie im gemütlichen Wohnzimmer saß, ihr Herz schlug schneller. Conor trat mit einem Blumenstrauß ein, seine Augen leuchteten mit Entschlossenheit. Helga dachte, das wäre der Moment, auf den sie so lange gewartet hat. Aber Conors Blick fiel auf eine leere Stelle zu seinen Füßen, es gab nirgendwo eine Flaumigkeit. Conor war überrascht, weil er die Katze am Tag zuvor gesund und zufrieden gesehen hatte.
Er verlangte von Helga eine Erklärung, und sie gab mit Tränen in den Augen zu, dass sie aus egoistischen Motiven eine Fuzzi gegeben hatte. Sie dachte, die Katze loszuwerden würde sie näher zusammenbringen, aber ihr Plan wurde zum Scheitern verurteilt und ließ Connor verwirrt zurück. An diesem Punkt spürte Connor, wie seine Emotionen überwältigt waren. Er konnte sich nicht mit dem Gedanken abfinden, dass seine geliebte Katze einsam und unglücklich sein könnte. Mit einem Gefühl der Angst rannte er aus dem Haus, um die Fuzzi zurückzuholen. Aber als er im Tierheim ankam, erfuhr er, dass die Katze nicht da war. Connor begann in Panik zu geraten, als er die Nachbarschaft durchsuchte. Die Zeit zog sich quälend langsam hin, sein Herz frierte von Minute zu Minute. Als die Hoffnung fast nachließ, sah er eine Flaumigkeit, die sich vor Angst am Baum verbarg. Er fühlte sich sehr erleichtert, als er die Katze in die Arme nahm. Connor tröstete die Muschi sanft und versprach, sich nie wieder von ihm zu trennen. Seitdem hat die Katze bei Connor gelebt, und Helga und Connor haben sich für immer getrennt. Hallo Freunde. Am späten Abend ging das Mädchen von der Arbeit nach Hause und hörte eine Katze am Straßenrand miauen. Es stellte sich heraus, dass die Schallquelle ein versiegelter Karton war. Der Besitzer war der Katze wahrscheinlich überdrüssig und hat sie deshalb ausgesetzt. Aber der Besitzer war zu grausam und versiegelte die Kiste mit Klebeband, da er nicht wollte, dass die Katze am Leben blieb. Als sich die Schachtel öffnete, saß dort ein verängstigtes, süßes Kätzchen. Als sich die Hand des Mädchens dem Kätzchen näherte, bekam er noch mehr Angst. Er sprang auf und weinte fast. Zu diesem Zeitpunkt entdeckte das Mädchen, dass sich auf dem Boden der Schachtel offenbar Blutflecken befanden. Die Pfoten der Katze müssen verletzt gewesen sein. Sie brachte die Katze schnell in eine örtliche Tierklinik. Man ging davon aus, dass die Katze durch einen Sturz oder einen Biss verletzt worden war, doch die abschließenden Untersuchungsergebnisse waren erschreckend. Das Kätzchen war erst 2 Monate alt, hatte Schnittwunden an Schwanz und Hinterbeinen und hatte 15 seine Sohlen. Die Pfoten wurden lebendig abgeschnitten und die Schnitte waren sehr sauber, offensichtlich künstlich. Während der Anwendung des Arzneimittels heulte das Kätzchen vor Schmerzen und der Retter, der neben ihm stand, musste weinen. Was hat er falsch gemacht, nachdem er nur 2 Monate auf der Welt war? Warum so leiden? Glücklicherweise wurde er rechtzeitig ins Krankenhaus gebracht, die Pfoten der Katze konnten gerettet werden und er begann mit der Behandlung im Krankenhaus. Nach einiger Zeit heilte die Wunde gut und das Mädchen, das ihn gefunden hatte, nahm die Katze mit nach Hause, um sich um ihn zu kümmern. Die Welt der Katzen ist so einfach und rein, selbst wenn die Menschen ihnen gegenüber äußerst grausam waren, werden sie sich dafür entscheiden, bedingungslos zu vertrauen und zu vergeben, wenn jemand ihnen ein wenig Freundlichkeit zeigt. Nach einiger Zeit waren die Wunden des Kätzchens fast verheilt. Das Mädchen nahm ihn mit nach Hause, um sich um ihn zu kümmern. Sie zeigte Liebe und Fürsorge und half dem Kätzchen, sich zu erholen. Die Geschichte dieses Kätzchens ist ein klares Beispiel dafür, wie ein wenig Freundlichkeit das Leben selbst des wehrlosesten Lebewesens verändern kann. Die Welt der Katzen ist voller Reinheit und Einfachheit, und selbst nach so viel Leid glauben sie an die Freundlichkeit der Menschen. Freunde, unterstützt den Kanal durch Liken und Abonnieren. Vielen Dank fürs Zuschauen, wir sehen uns in den nächsten Folgen.